Wir begrüßen heute Katharina Martin-Virolainen bei uns im Studio. Sie sind Russlanddeutsche, das heißt, Sie gehören zu der Gruppe Menschen, die im 18. und 19. Jahrhundert nach Russland gekommen sind und danach, nach dem Zerfall der Sowjetunion, zurückgekehrt sind nach Deutschland. Wie war das damals für Sie umzuziehen aus Karelien, aus Nordrussland? Ich habe eine sehr tiefe Bindung gehabt zu Karelien, zu meinem Heimatdorf Chelna. Das ist in der Nähe von Petrosavodsk, der Hauptstadt von Karelien. Und ich wusste aber schon immer, okay, da gibt es neben meiner russischen und finnischen Familie auch eine deutsche Familie. Meine Großmutter und meine Verwandten, die lebten in Kasachstan und die sind ja schon 1991 nach Deutschland ausgewandert. Und das war immer im Gespräch, dass wir auch irgendwann mal nach Deutschland gehen werden. Aber als Kind habe ich das wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, als Kind in ein anderes Land zu ziehen. Für mich war das damals sogar unvorstellbar, in ein anderes Dorf oder in eine andere Stadt umziehen zu müssen. Und die Nachricht kam tatsächlich sehr überraschend. Und noch schwerer als dieser Gedanke, dass wir jetzt die Heimat, also für mich war das die Heimat, verlassen müssen, war die Tatsache, dass wir das so schnell tun mussten. Damals haben meine Eltern niemandem erzählt, dass wir auswandern werden. Und es ging tatsächlich Schlag auf Schlag. Wir haben den Aufnahmebescheid am 9. Mai 1997 bekommen, das weiß ich bis heute. Ich glaube, 17. August haben wir dann Karelien verlassen. Das heißt, für mich, das war Mai, das war letzter Schulmonat. Es ging dann in die Ferien und in Russland dauern die Ferien, die Sommerferien ja 3 Monate. Und als wir uns alle verabschiedet haben, das war für viele so eine Freude, oh, es geht jetzt in die Sommerferien, aber wir sehen uns ja im September wieder. Und ich wusste ganz genau, ich werde vielleicht meine Freundinnen und Freunde nie wiedersehen. Und ich durfte das aber nicht sagen. Das war ein Geheimnis. Und das war für mich tatsächlich sehr schwer, weil einfach diese Zeit gefehlt hat. Und wir haben auch ehrlich gesagt nicht so richtig miteinander gesprochen darüber, weil meine Eltern waren natürlich damit beschäftigt, alles zu verkaufen, alles zu verschenken und sich auf das neue Leben einzustellen, die Tickets zu besorgen und so weiter und so fort. Da war einfach kein Raum da für mich und meine Gedanken. Und natürlich haben sie schon mit mir darüber gesprochen, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl gehabt, das muss ich jetzt mit mir selbst ausmachen. Und wie waren dann die ersten Jahre in Deutschland? Also klar bekommt man etwas von der Kultur schon vor dem Umzug mit, aber das ist ja dann trotzdem nochmal ein neues Umfeld. Man muss sich ja auf was Neues einstellen, neue Schule dann. Ja, vermutlich war neue Schule so die größte Herausforderung, würde ich jetzt behaupten. Und ich habe zwar einiges von Deutschland mitbekommen, über meine Verwandte, die schon hier gelebt haben. Wir haben ja auch Besuch bekommen aus Deutschland. Für mich war das so ein Märchenland. Ja? Also ich wusste, Deutschland ist ganz schön und sauber und schöne Straßen. Und als wir dann tatsächlich in Deutschland waren, war natürlich, also mein erster Eindruck von Deutschland war Frankfurt am Main. Jetzt stellen Sie sich vor, so ein kleines Mädchen aus einem kleinen Dorf in Karelien, wo teilweise die Straßen gar nicht asphaltiert waren. Und dann komme ich nach Frankfurt am Main. Und dann sehe ich diese Wolkenkratzer. Also es war für mich, solche Bilder habe ich eigentlich aus amerikanischen Filmen gekannt. Und ich weiß noch, wir sind durch Frankfurt durchgefahren und mein Onkel hat dann das Fenster vom Auto aufgemacht und ich bin da fast aus dem Auto rausgefallen. So sehr wollte ich alles aufschnappen und sehen. Ja, das war natürlich die ersten Wochen alles neu, alles aufregend, alles sehr beeindruckend, sogar ja, überfordernd, aber auf eine gute Art und Weise. Und dann kam natürlich die Schule und mein allererster Schultag ist mit einem Trauma verbunden. Ich war ja in Russland eine sehr, sehr gute Schülerin, die beste Schülerin aus allen 3 Klassen unserer, wie heißt das, Jahrgangsstufe. Und dann kam ich nach Deutschland, erster Schultag und ich komme rein, werde vorgestellt, setze mich hin und die Lehrerin erzählt irgendwas und das Einzige, was ich verstehe, ist Diktat. Und wir haben ein Diktat geschrieben. Und so bei den ersten 3, 4 Wörtern bin ich noch mitgekommen und dann habe ich gar nichts mehr verstanden. Und das war für mich so furchtbar, dass ich da nicht mitmachen konnte, dass ich nichts verstanden habe und ich habe angefangen zu weinen. Die Mitschülerinnen und Mitschüler, die waren so erschlagen, so was passiert jetzt mit diesem Mädchen, warum weint sie jetzt? Und ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt, weil in diesem Moment habe ich nicht nur aus Verzweiflung geweint, weil ich nichts verstanden habe, sondern weil ich auch meine Klasse vermisst habe, weil ich auf einmal mein Zuhause vermisst habe und weil wahrscheinlich in diesem Moment, da habe ich verstanden, oh,
es ist tatsächlich ein anderes Leben. Ich kehre nicht mehr zurück, ich muss mich jetzt hier anpassen, ich muss mich jetzt hier zurechtfinden, aber wie soll ich das machen, wenn ich nichts verstehe? Also das war damals so dieses Gefühl absoluten Verlorenheit. Also ich bin jetzt verloren, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Ja, trotzdem haben Sie ja danach die Schule abgeschlossen und ein sprachwissenschaftliches Studium angefangen. Und jetzt befassen Sie sich mehr mit Theaterwissenschaften, mit Kinder- und Jugendarbeit. Wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie da motiviert? Also ich habe Kultur-, Sprach- und Translationswissenschaften studiert und ich habe mich schon immer für Kultur interessiert und auch für andere Kulturen. Nicht nur jetzt wissenschaftlich, sondern auch praktisch. Und ich habe mich auch immer für Theater interessiert. Das lief aber nebenbei. Ich habe es nie in Erwägung gezogen, irgendwie Schauspielerin zu werden oder Schauspiel zu studieren, sondern ich würde sagen, das war so eine göttliche Fügung. Ich habe eigentlich 15 Jahre lang Tanz gemacht, also Tanzprojekte, sehr viele Integrationsprojekte. Damals war das für mich auch sehr aktuell. Nach meinem Studium hatte ich nicht mehr so viel Zeit, um mich mit den unterschiedlichen Tanzgruppen zu beschäftigen. Ich hatte zu meiner besten Zeit, ich glaube, 11 Tanzgruppen, 70 oder 80 Kinder und das muss man natürlich alles bewältigen. Und während dem Studium war das noch einfach, sag ich mal, als meine Kinder noch kleiner waren. Und nach dem Studium hat eben ein ganz anderes Leben angefangen und ich habe eine einzige Tanzgruppe behalten. Das war die Tanzgruppe, in der meine Kinder getanzt haben. Und dann dachte ich, okay, diese eine Tanzgruppe, das schaffst du. Das kannst du so nebenher machen. Und irgendwann mal haben wir ein Theaterstück gemacht. Das hat den Kindern so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das möchten wir jetzt weiter neben dem Tanzen machen. Und aus dieser Theatergruppe ist wirklich, also wenn ich das so sagen darf, mein erfolgreichstes Projekt geworden, was ich bisher überhaupt umgesetzt habe. Und ich merke, dass es den Kindern sehr viel Spaß macht. Aber ich mache das auch nicht hauptberuflich, sondern das läuft so nebenher, weil eben das den Kindern Spaß macht, weil es mir Spaß macht, weil wir wahnsinnig viel erleben mit der Theatergruppe, weil wir sehr viel reisen können mit der Theatergruppe und weil ich auch sehr viel von den Menschen zurückbekomme, die zu unseren Theaterstücken kommen, die an unseren Projekten auch teilnehmen, weil es ist nicht nur das Theaterspiel an sich, sprich, wir gehen auf die Bühne, wir spielen, wir kriegen unseren Applaus und gehen wieder nach Hause. Unsere Theatergruppe, meine Leute, ist wirklich ein besonderes Projekt, weil wir ausschließlich Theaterstücke spielen, in denen es um die Geschichte unserer Eltern, unserer Vorfahren geht. Und soweit ich weiß, ist es die einzige Jugendtheatergruppe in Deutschland, die sich mit solchen Theaterstücken oder solchen Themen eben ausschließlich befasst. Und natürlich alle Projekte sind auch um diese Themen drumherum gebaut. Es gibt sehr viele Russlanddeutsche in Deutschland, die auch schon seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland sind, aber man hat keine richtige Sichtbarkeit davon. Also deswegen ist dieses Projekt bestimmt baut Brücken, sage ich mal. Sehen Sie das als Problem, dass es nicht genügend Aufmerksamkeit für Russlanddeutsche gibt? Auf jeden Fall. Ich finde, es ist nicht nur ein aktuelles Problem. Das gab ja in den letzten Jahrzehnten, also tatsächlich seit dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, nach Deutschland einzuwandern oder wie manche sagen, zurückzukehren, waren wir sehr lange Zeit unsichtbar. Und das lag zum einen daran, dass wir selbst, also als Russlanddeutsche, wahrscheinlich nicht mutig oder nicht laut genug waren. Man wollte sich integrieren, man wollte sich anpassen, man wollte nicht zu sehr auffallen. Wahrscheinlich hat es auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern es hat sehr wohl damit zu tun, dass sehr viele Russlanddeutsche, also damals in der Sowjetunion, aufgrund ihrer deutschen Herkunft, aufgrund ihren deutschen Namen, sehr viel Leid erfahren haben. Und man hat versucht, sich so gut es geht anzupassen, als man in Deutschland war. Und was die Medien betrifft, die haben ja auch sehr viel dazu beigetragen, dass entweder ein falsches Bild entstanden ist, das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, durch unterschiedliche Ereignisse in der Gesellschaft oder in der Politik auch. Und die Medien haben ja sehr oft falsch über uns berichtet oder nicht gründlich recherchiert über uns berichtet. Und das kam eben später dazu, dass in der Gesellschaft allgemein ein falsches Bild entstanden ist. Dass man nicht weiß, wer sind eigentlich die Russlanddeutschen oder die Deutschen aus Russland, wer sind die Spätaussiedler. Also erst heute musste ich wieder erklären, wer die Spätaussiedler sind. Und in der Gesellschaft weiß man zu wenig darüber, weil a, wir selbst haben nicht laut genug oder intensiv genug darüber gesprochen.
in den Medien wurde darüber nicht angemessen berichtet, sage ich jetzt mal. Oder nicht, ich suche immer nach dem richtigen Wort, weil ich möchte natürlich die Medien in Deutschland jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, die haben das bewusst gemacht, mit böser Absicht. Nein, da steckt auch heute sehr viel Unwissen dahinter. Man musste viel und schnell produzieren, dann hat man einfach jemanden sich aufgegriffen und da kamen eben diese seltsamen Berichte zustande. Und Oder natürlich, ist es natürlich immer einfacher, über jemanden zu berichten, der sich nicht gut integriert hat oder der genau, und man seit möchte, 30 Jahren die Sprache nicht ja, gelernt hat, ja, als über irgendwas, was gut funktioniert, genau. wo man den Und Unterschied vielleicht gar nicht merkt. ja, und viele Medien möchten ja auch die Sensation. Ja? Sie möchten ja, dass die Leserschaft sich auf irgendein Thema stürzt, dass es geteilt wird, dass das diskutiert wird. Also vor allem jetzt zu Zeiten der digitalen Medien erleben wir das immer wieder. Diese Schlagzeilen, die jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, also das sind natürlich alles so Instrumente, aber vieles hat uns ja auch geschadet, wenn ich das so sagen darf. Weiterhin wurde das auch in der Schule nicht thematisiert. Ich erlebe das bei meinen Kindern. Wann wird zum Beispiel über die Aussiedler oder Spätaussiedler gesprochen? Wann wird über die Russlanddeutschen gesprochen? Was wissen meine Kinder über unsere Geschichte, über unsere Vergangenheit? Und das kommt natürlich alles zusammen. Und heutzutage haben wir natürlich diesen Stand. Auf der einen Seite hat man die Möglichkeiten, sich zu informieren. Andererseits, wer macht das schon? Weil ich meine, wenn wir alle Menschen jetzt in Deutschland nehmen, die heute hier leben, die irgendwie nach Deutschland eingewandert sind, was weiß ich über die anderen? Nehme ich mir die Zeit, um die Geschichten der anderen mir anzuhören, zu lesen und so weiter? Und deswegen finde ich das wichtig, dass meine Generation und auch die Generation meiner Kinder, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben die Sprache, wir haben die Stimme, wir haben den Mut und wir haben die Möglichkeiten, jetzt über uns zu sprechen und bestimmte Sachen auch richtig zu stellen. Angefangen bei den Begriffen, dass wir sagen, wir sind keine Russen, wir sind Russlanddeutsche oder wir sind Deutsche aus Russland. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren auch ganz intensiv das Thema besprochen, Deutsche aus Russland. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, dieser Begriff? Ja? Weil viele, wenn sie Russland hören, die setzen das natürlich gleich mit dem Staat Russland und dann geht es wieder los. Also das sind so viele Baustellen, die wir noch haben, die wir sowohl als Community, also russlanddeutsche Community, mitlösen müssen. Wir dürfen nicht immer in dieser Erwartungshaltung verharren, die Gesellschaft muss auf uns zukommen oder die anderen müssen uns fragen, die anderen müssen uns kennen, sie müssen das wissen, sondern wir müssen auch bereit sein, über uns zu erzählen und Fragen zu beantworten, auch mal Kritik einzustecken. Natürlich wünsche ich mir von der Gesamtgesellschaft, weil ich möchte natürlich mich auch nicht abspalten. Ich möchte nicht sagen, hier stehen wir, die Russlanddeutschen, und hier ist die Gesamtgesellschaft. Nein, wir sind ein Teil davon. Und deswegen möchte ich, dass es auch miteinander funktioniert, ineinander funktioniert. Da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und die Umsiedlung der Deutschen damals nach Russland im 18. und 19. Jahrhundert war ja auch Teil der deutschen Geschichte und das müsste ja eigentlich mehr besprochen werden. Sie haben ja auch finnische Wurzeln, aber auch deutsche. War das damals eine freiwillige Migration der Eltern nach Karelien? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen dazu erzählen. Also da muss ich bei meiner finnischen Familie beginnen. Der Vater meiner Mutter war ein Finne und sie haben damals bei Leningrad hieß es, gelebt, und also heute St. Petersburg. Und die wurden in den 40er Jahren, also 1942, wurden sie nach Sibirien deportiert. Mein Urgroßvater, der wurde 1938 verhaftet und die offizielle Version in der Familie, in der Verwandtschaft war, sie kamen, haben ihn abgeholt und man hat ihn nie wieder gesehen. Und 2015 habe ich dann nach einer sehr, sehr intensiven, langen Zeit, nachdem ich sämtliche Archive angeschrieben habe, auch die Akte von ihm bekommen, dass er nach seiner Verhaftung ein halbes Jahr später erschossen worden ist. Und da hatten wir eben die Bestätigung, dass er auch hingerichtet wurde, wie viele andere auch in damaliger, also 38, 37 war ja die Zeit des großen stalinistischen Terrors. Und meine Urgroßmutter, sie kam mit 3 Kindern. Großtante war 12 Jahre alt, mein Großonkel 8 und mein Großvater 4 Jahre alt. Sie kamen nach Sibirien. Da ist meine Urgroßmutter kurz daraufhin gestorben und die Kinder sind dann als Waisen zurückgeblieben. Und dank meiner Großtante haben sie überlebt und die sind dann
in den 50er Jahren, ich glaube so Ende der 50er, sind sie nach Karelien. Weil damals, also in Karelien gibt es sehr viele Wälder. Es gab so Einladungen zur Waldarbeit. Also es gab sehr viel Wald, sehr viel Holz. Und da sind aus ganz Russland oder aus ganz Sowjetunion Menschen nach Karelien geströmt. Und da wurden Dörfer gegründet, neu gebaut und da haben eben junge Familien gelebt. Und mein finnischer Großvater kam dann eben mit seiner Schwester so nach Karelien. Und viele denken, wenn ich dann sage, ich bin zur Hälfte Finnin, ich komme aus Karelien, denken sie, wir gehören zu den karelischen Finnen. Aber so ist es nicht. Also wir kamen tatsächlich dann durch diese Wanderungen nach Karelien und da ist auch meine Mutter geboren, weil meine russische Großmutter kam dann eben auch zum Arbeiten dorthin. Und mein Vater, der eigentlich aus Kasachstan stammt, der war in Karelien bei der Armee und hat dort meine Mutter kennengelernt und ist dort geblieben. Also sehr viele Umwege, die dann dorthin geführt haben, ja. Trotzdem bauen Sie ja in gewisser Weise auch eine Brücke zur russischen Kultur, zu Russland insgesamt. Wie hat sich das verändert? Wie hat sich Ihre Meinung verändert nach dem Angriffskrieg von Putin 2022? Tatsächlich habe ich bis 2022, bis zu dem Krieg, auch diese Schiene gelebt, sage ich mal. Also ich habe auch Projekte in Russland und mit Russland gehabt. Wir haben Jugendaustausch gehabt und damals habe ich tatsächlich auch Brücken gebaut nach Russland. Ich hatte natürlich ein sehr gutes Verhältnis zu Russland als Land, zu den Menschen. Also ich trenne das ganz scharf. Es gibt für mich das Land mit seiner Kultur, mit den Menschen und den Staat. Wobei natürlich jetzt seit dem Angriffskrieg vieles miteinander verschmilzt. Und das war mir auch sehr wichtig, diese Brücken zu bauen. Wir sind nach Russland gefahren mit meinen Jugendlichen. Die Kinder aus Russland haben uns besucht. Und natürlich ist alles eingebrochen. Also ich wollte gerade sagen, vieles ist eingebrochen, es ist alles eingebrochen. Weil ich im ersten Moment überhaupt nicht wusste, was kann ich jetzt tun, was muss ich jetzt tun. Und viele meiner ehemaligen Kooperationspartner und Freundinnen und Freunde, die haben diesen Krieg verurteilt von Anfang an. Aber die haben das auch nur so verdeckt gemacht, also die haben das nicht öffentlich irgendwie gepostet, sondern ich habe von Anfang an gemerkt, die haben wahnsinnige Angst. Leider gab es aber welche, die haben das befürwortet und das war so der größte Schlag für mich. Menschen, mit denen ich Seite an Seite über 10 Jahre lang gearbeitet habe. Menschen, mit denen wir Friedensprojekte gemacht haben. Also wirklich, wir nannten das Friedensprojekte. Sie haben sich dann hingestellt und haben gesagt, nee, Putin macht alles richtig und haben Sprüche von sich gegeben. Also ich habe dann die Welt nicht mehr verstanden. Und ich war dann natürlich an dem Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, es widerspricht mir, ich kann, also an Brücken ist momentan nicht zu denken. Da muss sich wahnsinnig viel ändern. In Russland, also zum einen muss dieser Krieg aufhören. Zum anderen müssen die Menschen tatsächlich verstehen, was da passiert ist oder was da gerade passiert. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Krieg, der verheerend ist, nicht nur für Ukraine, sondern auch für Russland, sondern auch was politisch innerhalb Russlands passiert. Also teilweise versuche ich mich da auch fernzuhalten von diesen ganzen Nachrichten, weil es mich wahnsinnig macht. Für welche Vergehen, in Anführungsstrichen, die Menschen ins Gefängnis kommen. Für welche Verbrechen, wieder in Anführungsstrichen, die Menschen gefoltert und wirklich umgebracht werden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt oder was ich darüber denke, weil das einfach so bis heute unwirklich ist. Also ich schaue hin, ich lese die Nachrichten, ich sehe, was passiert in der Ukraine, in Russland. Für mich ist das wie ein Albtraum, aus dem ich nicht aufwachen kann, seit fast 3 Jahren jetzt schon. Und erst letztens habe ich auch wieder darüber gesprochen und ich merke, dass mir auch tatsächlich sehr oft die Worte fehlen, um zu beschreiben, wie es mir geht. Ja? Oder wenn Menschen mich dann wirklich auch angreifen und sagen, aber wie kannst du so reden, wie kannst du das sagen, über Russland ist doch dein Heimatland. Nein, mein Heimatland ist Deutschland. Ich lebe seit 27 Jahren hier. Das ist so schon erst der erste Punkt. Dass ich in Russland geboren bin, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich hätte genauso in Kasachstan geboren werden können, auch in der Ukraine, in Polen, wo auch immer, wo meine Vorfahren eben überall schon gelebt haben. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich stehe zu dem, wie ich gerade fühle gegenüber Russland. Ich kann gerade mit Russland mir keine Zusammenarbeit vorstellen, auch mit den Menschen nicht. Also es sei denn, es richtet sich gegen Putin oder es richtet sich irgendwie, das zu diesem Frieden in der Ukraine beitragen kann. Alles andere ist momentan für mich nicht denkbar. Und es ist
schade, weil es natürlich nach wie vor Menschen in Russland gibt, die verstehen, was passiert, die sich gegen das Regime zumindest mal innerlich auflehnen. Und ich kann aber natürlich auch nicht, sagen wir so, es gibt ja auch so viel Kritik, ja, die Russen stehen nicht auf, sie lehnen sich nicht gegen Putin auf. Und ich denke mir dann jedes Mal, ich möchte mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, weil wenn ich sehe, was mit denen passiert, die sich trauen, ich stelle mir immer die Frage, was würde ich tun? Ganz ehrlich, wäre ich mutig genug, als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern auf die Straße zu gehen, gegen Putin zu protestieren, sonst irgendwie noch Protest zu zeigen? Ich weiß es nicht, weil ich in dieser Situation nicht gewesen bin. Es ist sehr einfach für uns in Deutschland, wenn wir auf der Couch sitzen, in Frieden, es fallen keine Bomben auf unsere Köpfe, es klopft niemand an unsere Tür. Es ist sehr einfach zu sitzen und Instagram-Stories zu posten, von Revolution und Machtumsturz und was weiß ich, zu sprechen, wenn uns das nicht betrifft. Und ich weiß aber auch, also da bin ich sicher, dass natürlich innerhalb Russlands etwas geschehen muss. Ich glaube, es wird sehr schwierig, irgendwie von außen darauf Einfluss zu nehmen. Und ich finde es sehr schade, was gerade in Russland passiert, weil vor allem, wenn wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachten, was in Russland gewesen ist, in der Sowjetunion, ja, was die Menschen erlebt haben, die stalinistischen Repressionen, Revolution, alles Mögliche. Und dass sie aus der Geschichte nicht gelernt haben. Also wenn ich manchmal die Nachrichten aus Russland lese, denke ich mir, willkommen im Jahr 1937. Also 1:1. Es fehlt eigentlich nur noch, dass sie die Gulags wieder aktivieren, die Massenerschießungen wieder in Gang bringen und dann sind wir wieder da, wo wir vor vielen Jahren waren. Und das finde ich halt verheerend. Ich finde verheerend, dass die Menschen in Russland, also nicht alle, nochmal, aber anscheinend die große Masse tatsächlich sich so hat blenden lassen. Und das ist sehr traurig, weil eigentlich haben die Menschen, also das, was ich erlebt habe in den letzten 10 Jahren, als ich dort Projekte gemacht habe, ich habe eigentlich was anderes gesehen. Ich habe Potenzial gesehen. Und das ist für mich natürlich ein auch ziemlicher Schlag gewesen. Dieses geblendet sein, geblendet werden, woher kommt das? Es gibt natürlich Tausende von Gründen, Millionen wahrscheinlich, weil die Situationen auch sehr unterschiedlich sind. Warum lassen sich die Menschen blenden? Ich kann mich noch erinnern, als ich in Russland war und wir haben auch über die Vergangenheit gesprochen. Wir haben über meine Arbeit gesprochen, die ja sehr viel damit zusammenhängt, eben mit der Aufarbeitung der Geschichte, auch kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und ich kann mich erinnern, wir saßen in einer Runde und dann habe ich gesagt, das, was ich von den Deutschen gelernt habe, wofür ich sehr dankbar bin, das ist die Aufarbeitung der Geschichte. Wie die Deutschen das gemacht haben mit Nationalsozialismus, ja, Drittes Reich, Holocaust und so weiter und so fort. Da habe ich so viel gelernt. Als ich in der Schule war, als ich später Projekte gemacht habe, wenn ich sehe, wie es bei uns in Deutschland funktioniert, eben mit der Auseinandersetzung, mit der Vergangenheit. Und ich meine, es ist keine einfache Vergangenheit und es ist kein einfaches Kapitel unserer deutschen Geschichte. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass das Thema aber überhaupt nicht ankommt in der Runde, weil das für sie auch kein Thema ist, denn sie sind die großen Sieger. Die sind ja als große Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg vorgegangen und dann kamen wir eben auf das Thema zu sprechen. Ich habe ja auch Zeitzeugengespräche gehabt, auch mit Vertriebenen, auch mit Frauen, die Gewalt erlebt haben seitens der Sowjets. Und dann ist es eskaliert. Das wollten die gar nicht hören. Dann saßen sie da und gesagt, was? Und das hat es nicht gegeben. Und dann ist das Thema so ausgerudert und ich habe dann gemerkt, die sind gar nicht bereit dafür. Das heißt, diese kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die hat gar nicht stattgefunden. Das ist in Russland ein Tabuthema. Nein, wir waren die Helden, wir waren die großen Sieger, um Gottes Willen. Und dieses wir haben gesiegt, das ist bei denen so heilig. Ja, und dann bringen sie das in jedem dritten Satz. Ja, aber wir haben den Krieg gewonnen und wir haben den Krieg gewonnen. Und ich saß dann irgendwann mal da und habe gesagt, was interessiert mich das? Also mich interessiert eher, wie lebe ich heute? Sind meine Straßen asphaltiert? Kriege ich medizinische Versorgung? Haben meine Kinder die Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu bekommen? Das sind die Themen, die mich heute interessieren. Und ich habe dann gemerkt, dass die Menschen teilweise aber in solchen Lebensumständen sich befinden, dass dieser Sieg, der um Gottes Willen vor 80 Jahren war, für sie so eine Bedeutung hat, weil sie sonst nichts haben.
Sie haben nichts, woran sie sich irgendwie freuen. Und jetzt kam natürlich Putin und bietet ihnen wieder. Man sieht zum Beispiel an den russischen Foren, wie sie sich da selber feiern und das tatsächlich gleichstellen mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Kampf gegen gegen Faschismus. Und ich falle jedes Mal in Ohnmacht, weil ich mir denke, unglaublich, also dieser Drang, wir sind die große Macht, ja, wir sind die Sieger, wir sind die Gewinner und wir befreien jetzt Ukraine und Europa von Faschismus wieder, ja. Und ich sitze dann da und das ist natürlich erschreckend. Dann kommt hinzu, dass wer wird einberufen oder wer geht in den Krieg, wer geht kämpfen. Das sind, also ich kann mich noch erinnern, zu Beginn des Krieges, dass sie dann immer wieder gesagt haben, das sind meistens junge Männer aus depressiven Regionen. Das heißt, aus Regionen Russlands, wo es keine Perspektiven gibt, wo die jungen Männer nicht die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Ich habe erst letzte Woche mit meiner Bekannten gesprochen. Also der Neffe von ihrem Mann ist mit 21 Jahren in die Ukraine, weil er Geld verdienen wollte. 2 Wochen Vorbereitung, 3. Woche im Krieg, tot. Und dann merkt man, ich glaube, die Leute verstehen gar nicht, dass es ist Krieg. Es ist kein Spiel, das ich zocke, es ist Krieg. Und ich glaube, die verstehen, diese jungen Männer, die in Russland freiwillig sich melden, die verstehen gar nicht, wo es für sie hingeht. Und es sind ja Abertausende schon im Krieg jetzt getötet worden. Und dass sie immer noch das feiern. Und die werden auch als große Helden gefeiert. Und ich denke mir, ihr geht dahin, ihr tötet zum Töten. Ihr erklärt euch freiwillig bereit, in die Ukraine zu gehen, in den Krieg zu ziehen, um Menschen zu töten. Und es ist wirklich erschreckend. Und diese Verblendung, die findet statt in den Medien, die findet statt im Fernsehen, die findet statt in der Gesellschaft, auf ganz vielen Ebenen. Das hat ja nicht vor 2 Jahren angefangen und auch nicht vor 5 Jahren. Das wurde ja systematisch gemacht. Und das hat ja eigentlich diese Aufarbeitung, diese kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte hat in Russland wahrscheinlich nie stattgefunden. Und es gab ja sehr viele Organisationen, die sich damit beschäftigt haben. Aber wenn ich dann höre, dass Memorial, eine wichtige Organisation, die sich mit der Aufarbeitung des stalinistischen Verbrechens, mit den sowjetischen Verbrechen beschäftigt hat, wird geschlossen. Die werden alle angeklagt und die werden alle irgendwie verdächtig, Spione zu sein. Der Leiter ist ja jetzt auch in Deutschland, also Ja. musste auch das Land verlassen. Ja. Das ist ja auch so diese Taktik, dass man Leute jetzt vielleicht nicht umbringt, aber rausschiebt aus Russland. Das ist dass einfach dieses Bild auch gewahrt wird. Und da kann man, glaube ich, ewig drüber reden. Da kann man auch 20 Stunden ohne Ende drüber reden, weil es so viele Gründe gibt. Und dann kommt natürlich noch der Punkt, wer lehnt sich dagegen auf? Wer sagt was dagegen? Und wenn in meinem Umfeld alle das Gleiche reden, dann rede ich vielleicht auch, dann hinterfrage ich das vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr. Ja. Aber ist das ja auch, muss man ja sagen, ist es wirklich gefährlich, jetzt irgendwas zu machen, auf die Straße zu gehen, da wird man eigentlich direkt festgenommen, als ob man eine Straftat begehen würde. Ja. Also müssten Millionen. Ich denke mal, es würde nur funktionieren, wenn tatsächlich jetzt Millionen auf die Straßen gehen würden. Das ist ja mit dem Krieg dann nicht vorbei. Also selbst wenn der Krieg heute endet, das hat für die Ukraine ja verheerende Nachwirkungen. Und das hat auch für Russland. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen nicht verstehen. Dass sie nicht verstehen, welchen Schaden sie für ihre Kinder und ihre Enkelkinder angerichtet haben, dadurch, dass sie heute Putin und diesen Krieg unterstützen. Um wieder den Bogen nach Deutschland zu bekommen, es gibt ja auch in Deutschland Leute, die Putin unterstützen. Wie kann es denn sein, wo wir in einer Gesellschaft leben, wo es viele verschiedene Medien gibt, wo man sich informieren kann, wo es keine Strafverfolgung gibt dafür, dass man einfach nur seine Meinung aussagt? Wieso gibt es trotzdem solche Gruppen? Sind das vielleicht auch nur Randgruppen? Wieso schafft man es nicht, diese Leute zu integrieren? Und also so zu integrieren, dass sie nicht diesem Wahn von Putin verfallen? Für viele ist es bequem. Viele sind nicht angekommen. Wir dürfen das Problem, also für mich ist es tatsächlich ein Problem, wenn ich solche Erscheinungen sehe. Es hat sehr viele Gründe. Mich erschreckt es, wenn das junge Menschen machen, sprich meine Generation und Jüngere. Das ist etwas, was ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Eben junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Wieso feiern manche Deutsch-Türken Erdogan? Wieso feiern manche Deutsche die AfD? Oder es gibt ja noch schlimmere Erscheinungen. Es ist für die Menschen viel bequemer, sich solchen Gruppen anzuschließen, ja, denn
wie Sie sagen, es gibt Medien, es gibt Informationsquellen, man muss sich informieren. Und man muss natürlich auch wissen, wo man sich informiert. Man muss sich hinsetzen, man muss lesen, man muss Hirn einschalten. Und schon da scheitert es bei manchen Menschen. Und bei einigen Russlanddeutschen oder auch Russen, die heute in Deutschland leben, die eben Putin feiern und da mit den Fahnen durch die Straßen fahren oder rennen. Ich habe ja mit einigen gesprochen, als es angefangen hat, und ich habe das bei manchen nicht verstanden. Ja, wie kommt das jetzt eigentlich? Ja, es ist tatsächlich irgendwo auch eine Frust. Die sind in Deutschland nicht aufgenommen worden, also so fühlen sie sich. Bei den Eltern ist irgendwas schiefgelaufen. Die Integration, wie wir uns das vielleicht vorstellen, im Idealfall hat nicht stattgefunden und sie leben einfach in ihrer Blase. Das ist tatsächlich so. Das heißt, sie ziehen sich von morgens bis abends irgendwelche Fake News rein, russische Staatsfernsehen. Dann gibt es noch sämtliche dubiose Foren und Social-Media-Kanäle, wo die sich bedienen. Und natürlich werden diese Informationen, die bewusst gestreut werden, das sind ja Kampagnen, hinter denen ich weiß nicht, wie viele Millionen, Milliarden vielleicht stecken, die sind ja tatsächlich so gestrickt, um die Menschen auch zu ködern. Ich habe mit einigen gesprochen und habe gesagt, warum geht es euch in Deutschland so schlecht? Und dann fangen sie an, eben mit diesen Formulierungen zu antworten, die sie dann in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gelesen haben. Und ich glaube, bei vielen gibt es einfach diese Realitätsverzerr. Also wirklich diese Verzerrung der eigentlichen Realität, die sie umgibt. Dann sage ich, ja, aber habt ihr das Gefühl, ja, auf den Straßen von Deutschland herrscht ja fast schon Bürgerkrieg. Sage ich, wo? Ich kriege das nicht mit. Vielleicht bei denen tatsächlich, aber ich glaube, die Lebensrealitäten sind irgendwie auch ganz andere. Und die lassen sich natürlich da sehr stark beeinflussen. Also da spielen wirklich diese Propagandakampagnen eine ganz große Rolle. Dann, was natürlich in der Freundesrunde gesprochen wird oder in der Verwandtschaft oder in der eigenen Community. Das heißt, wenn wir das einfach vergleichen, wie lebe ich zum Beispiel? Ich habe einen sehr großen Kreis von Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedlichen Kulturen, religiösen, politischen, sonstigen Hintergrund. Und ich tausche mich sehr viel aus. Das heißt, ich kann ja dann auch vergleichen. Ich kriege dann vielleicht auch andere Meinungen zu hören. Ich diskutiere dann mit den Menschen. Dann hinterfrage ich vielleicht auch Sachen. Dann lese ich unterschiedliche Quellen und ich konsumiere unterschiedliche Medien. So, und dann sitzt vielleicht jetzt als anderes Beispiel ein Russlanddeutscher, der ist nach Deutschland gekommen. Sein Diplom wurde nicht bestätigt oder seine Ausbildung wurde nicht anerkannt. Er musste dann irgendeine einfache Arbeit verrichten, die seiner Qualifikation nicht entspricht. Dann hat er hier vielleicht eine Niederlage noch gehabt und hier noch eine Niederlage, persönliche, berufliche. So, dann hat sein Nachbar dumm angeschnauzt. Ja? Jetzt ist das Bild perfekt. Jetzt ist alles schlecht in Deutschland. Ja? Und es ist überhaupt nichts gelungen. Und dann wird er von diesen Fake News und von diesen Propaganda-Nachrichten und von diesen Bildchen überflutet. Dann kriegt er es von seinem Nachbar, er kriegt von seinem Onkel, von seinem Cousin und er hat gar nicht die Zeit, vielleicht sich damit zu beschäftigen. Ich habe die Zeit, weil es gehört auch zu meiner Arbeit. Ich muss mich informieren. Und ich habe dann auch früher immer erzählt, ich habe auch russische Staatsfernsehen geguckt, die Nachrichten, nicht weil es mir Spaß macht, weil ich wissen will, womit werden die Leute gefüttert. Wenn ich mit denen diskutiere, muss ich doch wissen, was er vorher geschaut hat. Und dann muss ich ja mich auch darauf vorbereiten. Ich muss ja gucken, okay, wo gab es dann andere Nachrichten, ja? Was ist die andere, sage ich mal, Version? Und natürlich entstehen dann so Blasen, wo Leute sich, zum einen sind die frustriert und zum anderen informieren sie sich und dann sind die einfach gefundenes Fressen für gewisse Mächte, sage ich mal. Gibt es da vielleicht ein konkretes Beispiel, was in den russischen Medien gesagt wird und wie es dann tatsächlich ist? Also ich habe jetzt in der letzten Zeit, seit Nawalnys Tod, habe ich, weil ich diese Nachrichten auch nicht ertrage. Es sickert natürlich immer wieder was durch. Es sickert manchmal auch in unseren Gruppen, russlanddeutschen Gruppen, dass da eine neue Person kommt und meint, oh, die kann jetzt hier diese Fake News oder Propaganda-Sachen streuen. Natürlich momentan ist sehr viel in Bezug auf den Russland-Ukraine-Krieg, woran ich mich eben dann erinnern kann, das ist aber auch schon 1, 2 Jahre her, ja, dass
ja, also Deutschland natürlich immer weiter abrutscht nach unten und Europa sowieso, also auch diese Formulierungen, ja, als ob wir jetzt kurz vorm Abgrund schon stehen. Ich sitze dann da vor dem Handy oder vom Fernseher und denke mir, also, aber das Bild ist eigentlich ein ganz anderes. Und man versucht natürlich in Russland das so ein bisschen umzudrehen und von der eigentlichen Misere, die in Russland herrscht, ja, in der Durchschnittsbevölkerung abzulenken. Weil, wenn es den anderen schlechter geht als mir, dann geht es mir vielleicht doch nicht so arg schlecht. Aber wie gesagt, ich habe ja 10 Jahre lang in Russland gearbeitet, ich habe Projekte dort gemacht, soziale Projekte. Und ich habe dort Sachen gesehen, das, was für mich selbstverständlich ist, war für manche Menschen Luxus. War überhaupt nicht vorstellbar, dass es einfach so zugänglich ist. Ja? Also ich lebe in Eppingen, das ist also für mich eine Kleinstadt, heißt eigentlich eine große Kreisstadt. Aber ich finde, solche alltäglichen Dinge, die für uns selbstverständlich, wir haben mehrere Ärzte, wir haben mehrere Zahnärzte, wir haben Kinderärzte, wir haben mehrere Geschäfte, wo du alles Mögliche und Unmögliche bekommen und erhalten kannst. Du hast Therapeuten, du hast für jedes Wehwehchen irgendwie jemanden, den du darauf ansprechen kannst. Das sind für mich Sachen, ich habe die so zu schätzen gelernt, als ich damals in Russland das soziale Projekt gemacht habe, als ich gemerkt habe, die Menschen mit Behinderung, wie sie teilweise leben, dass es nicht mal, wie heißt diese Rampe gibt, ja? Barrierefreiheit, ja? Dass es junge Menschen gibt, die aufgrund ihrer Behinderung 10 Jahre lang in der Wohnung verbringen, weil niemand sie nach draußen bringen kann. Das heißt, sie machen ihr Fensterchen auf, atmen ein bisschen und machen das zu. Und das sind so Sachen, die kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und so wird eben im russischen Fernsehen oder eben in diesen sozialen Medien abgelenkt. Man erzählt, wie schlecht es Europa geht, ja, dass die in Deutschland jetzt über den Winter frieren müssen und Sonstiges. Und natürlich haben wir unsere Probleme in Deutschland und in Europa, aber wer hat sie nicht? Aber wie gesagt, ich habe das Leben in Russland gesehen und ich habe dieses Durchschnittliche. Also ich rede jetzt nicht von den Superreichen, die in Russland leben, denen es super gut geht, sondern alleinerziehende Mütter, die ein Kind mit Behinderung haben, wie sie leben, was sie für Möglichkeiten haben oder eben nicht. Und das ist eben diese Strategie und Taktik, dass man versucht, von den eigentlichen Zuständen in Russland abzulenken und zu zeigen, ach, und übrigens in Deutschland alles Hopfen, Weizen verloren. Nun ist es ja so, Sie haben in beiden Kulturen gelebt, gearbeitet, sind da aufgewachsen. Wie könnte man diese beiden Kulturen vergleichen? Wo gibt es vielleicht Ähnlichkeiten, Differenzen? Wie nimmt man das wahr? Ich habe das tatsächlich immer als ein Geschenk betrachtet, dass ich 2 Sprachen spreche, dass ich 2 Sprachen als meine Muttersprachen betrachten kann und dass ich auch diese unterschiedlichen Kulturen leben kann, weil zur Kultur gehört für mich die Musik, die Lieder, die Küche. Ich koche sehr gerne und ich koche sehr gerne unterschiedliche Gerichte. Ich weiß noch, in der Corona-Zeit habe ich mich teilweise so gelangweilt, dann habe ich angefangen, so diese typisch russlanddeutschen Gerichte nachzukochen, die man zum Beispiel so an der Wolga jetzt gekocht hat oder die vielleicht meine Oma auch gekocht hat. Und klar, als der Krieg dann ausgebrochen ist, hatte ich mal so eine Phase, wo ich mich sehr schwer damit getan habe, wo ich auch gemerkt habe, ich kann irgendwie keine russischen Lieder hören, ich kann keine russischen Lieder singen. Und das war ja eigentlich aber ein Teil von meiner Arbeit. Wir haben ja russische Lieder integriert, unter anderem auch in meine Lesungen, meine Theaterstücke. Wir hatten russische Requisiten zum Beispiel auch gehabt und ich habe mir gedacht, wie kann ich jetzt damit umgehen? Das ist ein Teil von mir. Und da muss man wieder trennen. Das ist der Krieg, das ist Politik und das ist die Kultur. Und mit der russischen Kultur verbinde ich eben meine Erinnerungen an die Kindheit, meine Erinnerungen an meine Großmutter, an meine russische Großmutter und an ganz, ganz viele Sachen. Und ich glaube, so der Moment, in dem sich das gelöst hat, wir hatten mit meinem Partner und Kollegen Oleg von Riesen, der unsere Theaterstücke, unsere ganze Arbeit musikalisch gestaltet und begleitet. Wir hatten einen Auftritt, das war in Kassel, und haben dann beschlossen, dass wir das Stück einfach zu zweit spielen. Normalerweise spielen das 10 Leute und da mussten wir das zu zweit spielen. Und wir haben dann ewig überlegt, was können wir als Abschluss bringen. Und uns ist nichts eingefallen, habe ich gesagt, komm, wir müssen ja auch irgendwo am Ende deutlich machen, diese Assimilierung, die stattgefunden hat. Die Russlanddeutschen haben sich ja irgendwann mal in die Sowjetunion assimiliert. Und dann habe ich gesagt, komm, wir singen das Lied von der Wolga.
Und ich habe aber innerlich so wirklich gezittert, weil ich nicht wusste, wie wir das Publikum das aufnehmen, wenn wir auf Russisch singen. Weil wir hatten so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ja, die Leute manchmal auch schon so geschaut, oh mein Gott, die singen jetzt was auf Russisch. Und wir haben dann gespielt und dann kam die letzte Szene, wir sitzen da mit unseren Koffern und dann fangen wir an zu singen. Und die Russlanddeutschen im Saal haben angefangen mitzusingen und haben dann geweint. Und das war für mich ein Moment, wo ich erkannt habe, die leiden genauso wie ich, weil uns wurde auch was genommen. Ich will das natürlich auf keinen Fall gleichsetzen mit den Verlusten, die Ukrainerinnen und Ukrainer erleiden müssen wegen dem Krieg. Aber uns wurde auch, das als ob jemand ein Stück von dir rausreißt. Und ich habe dann gemerkt, wie wichtig das eigentlich für die Menschen ist. Ja? Weil diese doppelte Entfremdung auch irgendwo, ja, dort durften wir nicht auf Deutsch singen, nicht auf Deutsch, also das war ja verboten, das war ja nicht gern gesehen. Und dann erlebt unsere Generation jetzt das Gleiche, nur mit der russischen Sprache. Und dann habe ich gedacht, nee, also da muss ich jetzt erstmal für mich das scharf trennen und die russische Kultur oder das russische Tuch, was ich dann beim Theaterstück trage, oder das russische Lied, was ich dann singe, eben als Zeichen, dass wir uns irgendwann mal aufgelöst haben zwischen den Kulturen. Und beides gehört zu uns dazu. Und das Schöne ist, dass die Menschen das auch tatsächlich so verstehen. Also wir haben jetzt in unseren Theaterstücken auch sehr oft Ukrainerinnen und Ukrainer gehabt. Genau, und weil das wäre meine Frage. Wie ist Genau. das nach so 2,5 Jahren oder 3 Jahren Krieg? Gibt es da wieder eine Annäherung, irgendwie auch hier in Deutschland? Weil man muss ja irgendwie klarkommen. Ja. Das sind ja Kulturen, die Ja, näher beieinander sind. das Schöne an eben auch am Theater, an Kunst. Wir haben bei unseren Auftritten auch Ukrainerinnen und Ukrainer dabei und sie kommen dann zu uns. Viele müssen dann weinen bei den Theaterstücken, weil sie natürlich auch also die waren ja auch mal in der Sowjetunion, haben ja auch vieles erlebt. Und sie kommen dann zu uns und da sagen sie, wir empfinden genauso. Weil das, was sie heute erleben, das ist ja auch Heimatverlust. Sie mussten ihre Heimat zurücklassen, sie mussten vor einem Krieg fliehen. Und da gibt es gar keine, also anfangs habe ich natürlich Bedenken gehabt. Du weißt nicht, wie die Leute vielleicht funktionieren, was sie erlebt haben. Es ist einfach jedes Mal auch sehr schön, wenn sie auf mich zukommen oder auf uns zukommen und Danke sagen, dass wir auch das deutlich machen, wie verheerend Kriege und Diktaturen sind. Weil es ist das, was Ukrainer und Ukrainerinnen heute erleben. Und wir machen das durch unsere Theaterstücke deutlich und wir zeigen, guck mal, das hat es schon gegeben und wir haben das, oder unsere Eltern, Großeltern haben das erlebt. Und da habe ich auch gemerkt, da ist die russische Sprache, das ist ja auch ein Instrument zur Kommunikation, ja, um auch Brücken zu bauen. Und wenn man das von der Seite betrachtet, das heißt, diese anfänglichen inneren Hemmungen, die ich gehabt habe, also wegen der Sprache, wegen der Kultur, die sind jetzt weg. Unter anderem auch, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer, sie kommen mit so viel Verständnis auf mich zu und sagen, keine Sorge, wir verstehen dich, du hast ja auch was verloren. Also, und das ist eigentlich unglaublich. Menschen, die alles verloren haben, kommen zu mir und sagen, hey, wir können nachfühlen, was du fühlst. Ja, weil das ist ja auch Teil der russischen Propaganda, dass Ukrainer Russen diskriminieren in Deutschland oder Russlanddeutsche und das zeigt ja, dass das nicht so ist, oder? Ja. Und viele Russlanddeutsche engagieren sich ja in der Hilfe und Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine. Da könnte ich Beispiele ohne Ende nennen. Und ich denke mal, auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland kommen. Also es gibt ja solche und solche Menschen. Ja? Also es hängt nicht von der Nationalität oder von deiner Herkunft. Es hängt vom Menschen ab. Das heißt, ich habe bis jetzt immer erlebt, wir machen ja sehr viel Austausch mit anderen Ländern, wenn man sich in erster Linie als Mensch begegnet. Wenn ich einen Menschen sehe und ich beurteile ihn nach seinem Lächeln, nach seiner Art, nach dem, was er mir erzählt, wie wir uns unterhalten, die gemeinsamen Schnittpunkte, die wir haben, und nicht, dass ich erstmal scanne und sage, okay, das ist ein Deutsches, ein Ukrainer, Rumäne, wie auch immer, dann kann es funktionieren. Weil egal, wo wir herkommen, egal welche Religion, Kultur, Sprache wir sprechen, ich denke, die Menschen finden immer mindestens eine Sache, die sie gemeinsam haben. Und wir sollten mehr auf diese Gemeinsamkeiten herausarbeiten, als statt ständig nur Unterschiede zwischen uns zu suchen.